Die sumerische Königsliste ist eines der faszinierendsten Artefakte, das im Irak gefunden wurde. Sie gewährt wertvolle Einblicke in die frühe Geschichte der Sumerer. Allerdings fehlen genaue Angaben darüber, an welchen spezifischen Fundorten die Tafeln entdeckt wurden. Auch der Zeitpunkt ihrer ersten Entdeckung lässt sich nicht eindeutig festlegen. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein antikes Manuskript handelt, das im Laufe der Jahre von Gelehrten in vielen Regionen des alten Mesopotamiens aufgefunden wurde. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die Tafeln über einen längeren Zeitraum hinweg an verschiedenen Orten gefunden und somit weit verbreitet waren. Ursprünglich in sumerischer Sprache verfasst, listet die Königsliste die Könige von Sumer sowie benachbarte Dynastien auf, mit Angaben zu ihren vermeintlichen Regierungszeiten und den Städten, in denen sie herrschten. Besonders bemerkenswert an diesem Dokument ist die Verbindung zwischen mythischen, prädynastischen Herrschern und historischen Königen, die tatsächlich existiert haben. Es wird angenommen, dass die sumerische Königsliste gegen Ende des 3. Jahrtausends vor Christus niedergeschrieben wurde, nachdem sie über Generationen hinweg mündlich überliefert worden war. Die Liste unterteilt sich in 2 Teile, einen vor und einen nach der Sintflut. Vor der Sintflut regierten angeblich 8 Könige in 5 verschiedenen Städten. Die Angaben zu den vorsintflutlichen Herrschern werden von Forschern eher als mythologisch denn als historisch verlässlich eingeschätzt. Für die Zeit nach der Sintflut nennt die Königsliste Städte wie Kis und Uruk, lässt jedoch wichtige Städte aus, was ihre Aussagekraft einschränkt. Es wird deutlich, dass die Sumerer und Akkader den Wunsch hegten, stets nur einen Herrscher zu haben, obwohl in der Realität oft mehrere Königtümer gleichzeitig existierten. Dies spiegelt sich auch in der Königsliste wider, die mehr symbolischen als historischen Charakter trägt. Alulim, der erste vorsintflutliche und göttliche König von Eridu, wird in der Liste genannt, mit einer Regierungszeit von 18 Sa und 4 Ner, was etwa 64.800 Jahren entspricht. Neuere Studien legen jedoch nahe, dass die Angaben zu den frühen Herrschern der Liste eher mythologisch und nicht historisch belegt sind. Die Existenz von Alulim ist daher nicht gesichert und gilt als Teil der sumerischen Überlieferung ohne archäologische Beweise für seine tatsächliche Herrschaft. Ähnlich verhält es sich mit Alalgar, dem zweiten vorsintflutlichen König von Eridu, der in der Liste nach Alulim erwähnt wird. Auch Alalgar wird von Forschern als mythologische Figur betrachtet, da es keine weiteren zeitgenössischen Quellen oder archäologischen Belege gibt, die seine historische Existenz bestätigen. Es wird erwähnt, dass die sumerische Königsliste von Ishbiara, dem Begründer der Isin-Dynastie, erstellt worden sein soll. Ishbiara, ein historisch belegter Herrscher, gründete die Isin-Dynastie nach dem Fall der 3. Dynastie von Ur und etablierte Isin als Hauptstadt eines unabhängigen Fürstentums. Obwohl es keine genauen Angaben darüber gibt, wann und warum Ishbiara die Liste verfasst haben soll, könnte diese Zuordnung darauf hinweisen, dass die Inschrift auf tatsächlichen historischen Ereignissen basiert, die zu seiner Zeit bekannt waren. Die sumerische Königsliste enthält auch Namen von Herrschern wie Naram-Sin, der als Gott von Akkade bezeichnet wird, was auf eine Überhöhung seiner Bedeutung hindeutet und die historische Genauigkeit der Liste in Frage stellt. Dennoch sind die Angaben für die Zeit nach der Sintflut präziser und stimmen weitgehend mit anderen zeitgenössischen Quellen überein. Insbesondere für die akkadische Zeit und die Ur-3. Dynastie gelten die Angaben als zuverlässiger. Einige Herrscher aus der vorsargonischen Zeit, wie Enmebaragesi, Gilgamesch und Mesanepada, sind auch aus anderen frühdynastischen Inschriften bekannt, was die historische Glaubwürdigkeit ihrer Existenz stärkt. Enmebaragesi beispielsweise wird als König von Kis aufgeführt und soll einen Sieg über Elam errungen haben. Trotz der extrem langen Regierungszeit, die mit 900 Jahren in der Liste angegeben wird, betrachten Forscher diese Zahl als übertrieben und eher mythologisch. Die Erwähnung von Gilgamesch in der Liste ist ebenfalls bemerkenswert.
Er wird als 5. König der ersten Dynastie von Uruk nach der Sintflut aufgeführt. Allerdings ist seine historische Existenz umstritten, da er auch stark mit mythologischen Erzählungen verbunden ist. Es wird angenommen, dass seine Regierungszeit im 3. Jahrtausend vor Christus lag, wobei das genaue Datum unsicher bleibt. Mesanepada, der erste König der ersten Dynastie von Ur, ist dagegen eine historisch belegte Figur, da sein Name auch in anderen Inschriften erscheint. Seine Regierungszeit wird auf etwa 2490 vor Christus datiert, und es gibt Belege dafür, dass er tatsächlich in Ur regierte. Obwohl viele der aufgeführten Herrscher mehr mythologisch als historisch sind, bietet die sumerische Königsliste dennoch wertvolle Einblicke in das sumerische Geschichtsverständnis und das Konzept des Königtums. Die Liste wirft viele Fragen auf. Wie unterscheiden sich Mythos und Realität in der frühen sumerischen Geschichte? Welche politischen und religiösen Motive könnten hinter der Erstellung dieses Dokuments gestanden haben? Und wie können wir zwischen Überlieferung und Geschichte unterscheiden? Die sumerische Königsliste ist nicht nur ein faszinierendes Dokument, das politische Geschichte aufzeichnet, sondern auch ein Spiegel der religiösen und kulturellen Welt der Sumerer. Die vielen mythischen Elemente, die sich durch die Liste ziehen, verdeutlichen, wie eng Religion und Politik miteinander verwoben waren. Könige wie Alulim oder Alalgar werden nicht nur als Herrscher, sondern auch als göttliche Wesen dargestellt, die den Willen der Götter auf Erden vollziehen. Diese Darstellungen spiegeln das sumerische Verständnis wider, dass der König als göttlicher Stellvertreter auf der Erde herrscht, was in vielen frühen Kulturen eine zentrale Rolle spielte. In vielen Fällen gingen diese sumerischen Mythen später in die Überlieferungen benachbarter Kulturen über. So taucht der Name Gilgamesch nicht nur in der sumerischen Liste auf, sondern auch in der berühmten epischen Erzählung des Gilgamesch, die bis heute als eines der ältesten literarischen Werke gilt. Diese kulturelle Weitergabe zeigt, wie tief die sumerischen Erzählungen in die Mythologie des gesamten mesopotamischen Raumes eindrangen und dort weiterlebten. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die sumerische Königsliste nicht nur als historische Quelle, sondern auch als politisches Instrument zu verstehen ist. Sie könnte darauf abgezielt haben, die Legitimität der Herrschaft zu stärken und den politischen Status quo zu fördern. Durch die Darstellung einer göttlichen Linie von Herrschern sollte den damaligen Machthabern eine überlegene, fast heilige Autorität zugesprochen werden, was zur Festigung ihrer Macht beitrug. Die Herausforderungen bei der Datierung der Herrschaft dieser Könige sind ebenso bedeutend. Da die Liste sowohl mythische als auch historische Elemente vermischt, ist es schwierig, klare zeitliche Einordnungen vorzunehmen. Die Angabe, dass ein König mehrere hundert Jahre regierte, ist ein klares Indiz für die mythologische Natur der frühen Einträge. Historiker und Archäologen müssen sich daher auf eine Vielzahl von Quellen und Methoden stützen, um zwischen Realität und Überlieferung zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz gibt es auch archäologische Entdeckungen, die die Existenz einiger historischer Herrscher aus der Liste bestätigen. So wurden etwa Alabastergefäße mit dem Namen Enmebaragesi in Kafaya gefunden, was die historische Existenz dieses Königs von Kis unterstützt. Solche Entdeckungen geben der sumerischen Königsliste eine gewisse historische Relevanz, auch wenn die genauen Regierungszeiten mit Vorsicht zu genießen sind. Die sumerische Königsliste verzeichnet also nicht nur legendäre Herrscher wie Alulim und Gilgamesch, sondern auch viele historische Könige, die die Entwicklung Mesopotamiens maßgeblich beeinflussten. Ein herausragender Name ist Lugalbanda, ein König der ersten Dynastie von Uruk, der sowohl als historische Figur als auch als mythologischer Held bekannt wurde. Er ist der Vater von Gilgamesch, dem berühmtesten sumerischen König, dessen Heldentaten in der epischen Erzählung des Gilgamesch verewigt wurden. Lugalbanda selbst wird in der Liste als ein göttlicher Herrscher dargestellt, was seine besondere Stellung als Bindeglied zwischen Mythos und Realität unterstreicht.
Ein weiterer bedeutender Herrscher ist Ur-Nammu, der Gründer der dritten Dynastie von Ur. Ur-Nammu ist bekannt für seine Gesetzgebung, die als das älteste erhaltene Gesetzbuch der Welt gilt und die sumerische Gesellschaft maßgeblich prägte. Unter seiner Herrschaft erreichte Ur seine größte Blütezeit und etablierte sich als eine der mächtigsten Städte Mesopotamiens. Ur-Nammu setzte den Weg für die Sumerer fort, ihren kulturellen und politischen Einfluss auszubauen, was durch die Gründung von Institutionen und den Ausbau von Infrastruktur deutlich wurde. Sein Sohn Shulgi setzte diese Erfolge fort und führte Ur zu noch größerer Macht und Wohlstand. Während seiner langen und erfolgreichen Herrschaft förderte er nicht nur den Handel und die Kunst, sondern stellte auch sicher, dass Ur als politisches Zentrum der Region anerkannt wurde. Shulgi führte Reformen in der Verwaltung durch und stärkte das Rechtssystem. Seine Zeit war von einem stabilen Frieden geprägt, der es der sumerischen Gesellschaft ermöglichte zu gedeihen. Ein anderer Herrscher, dessen Name mit der Expansion und Konsolidierung von Macht in Mesopotamien verbunden ist Sargon von Akkad. Er gründete das erste imperiale Reich in der Geschichte, indem er Sumer und Akkad vereinte und damit die Grundlage für die akkadische Dynastie legte. Sargon gilt als einer der ersten großen Eroberer und seine militärischen Erfolge machten ihn zu einem der bedeutendsten Herrscher der Antike. Durch die Schaffung eines zentralisierten Reiches beeinflusste er die politische Landschaft ganz Mesopotamiens und darüber hinaus. Sein Enkel Naram-Sin erweiterte das akkadische Reich und erklärte sich selbst zum Gott von Akkad, was seine immense Macht und religiöse Bedeutung betonte. Naram-Sins Herrschaft war von zahlreichen militärischen Erfolgen gekennzeichnet, aber auch von einer religiösen Überhöhung seiner Person, was eine neue Dimension politischer Autorität darstellt. In der Liste taucht auch der Name Gudea von Lagash auf, ein König, der die politische und kulturelle Bedeutung von Lagash wiederbelebte. Während seiner Herrschaft, etwa um 2100 v. Chr., wurde Lagash zu einer wichtigen Macht im südlichen Mesopotamien. Gudea führte nicht nur militärische Reformen durch, sondern förderte auch die Kunst und Architektur, was durch die zahlreichen Statuen belegt ist, die zu seinen Ehren errichtet wurden. Seine Zeit war von wirtschaftlichem Wohlstand und religiösem Aufschwung geprägt, was durch die vielen Tempelbauprojekte belegt wird, die er initiierte. Ebenfalls erwähnenswert ist Enma-Baragesi von Kis, dessen Sieg über Elam in den sumerischen Annalen festgehalten wurde. Trotz der übertriebenen Angabe von 900 Jahren Regierungszeit in der Liste gibt es archäologische Hinweise, die seine historische Existenz bestätigen. Enma-Baragesi repräsentiert einen der ersten regionalen Herrscher, die sich gegen das weit verbreitete Chaos in der frühen sumerischen Zeit durchsetzten. All diese Könige zeigen, wie sich das sumerische Herrschaftsverständnis entwickelte. Sie wurden sowohl als politische Führer als auch als göttliche Stellvertreter angesehen, was die enge Verbindung von Religion und Politik in der sumerischen Gesellschaft widerspiegelt. Sie repräsentieren nicht nur die Geschichte eines Volkes, sondern auch die komplexe Verschmelzung von Realität und Mythos, die in den Überlieferungen der Sumerer fortlebt. Abschließend möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr mich auf dieser spannenden Reise durch die sumerische Königsliste begleitet habt. Wir haben heute einen faszinierenden Einblick in die Welt der frühen Herrscher Mesopotamiens bekommen und gesehen, wie tief verwoben Mythen und Geschichte miteinander sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Wenn ihr Fragen oder Gedanken dazu habt, lasst sie mir gerne in den Kommentaren da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Inhalte zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.